Eine Mücke landet auf deinem Arm, injiziert Chemikalien in deine Haut und beginnt zu fressen. Du würdest nicht einmal bemerken, dass sie da war, wenn da nicht eine rote, juckende Schwellung wäre. Diese ist zwar lästig, ist aber ein wichtiges Signal dafür, dass dich dein Immunsystem schützt. Der wichtigste Abwehrmechanismus deines Körpers gegen Infektionen und Krankheiten. Dieses System ist ein riesiges Netzwerk aus Zellen, Geweben und Organen, das die körpereigenen Abwehrkräfte gegen alle Gesundheitsgefahren koordiniert. Ohne das Immunsystem wärst du Milliarden von Bakterien, Viren und Giftstoffen ausgesetzt, die schon eine kleine Schnittwunde oder eine Erkältung tödlich machen würden. Das Immunsystem ist auf Millionen von weißen Blutkörperchen, auch Leukozyten genannt, angewiesen, die aus unserem Knochenmark stammen. Diese Zellen wandern in den Blutkreislauf und das Lymphsystem, worüber Gift und Abfallstoffe aus dem Körper beseitigt werden. In unseren Körpern wimmelt es von Leukozyten. Jeder Mikroliter Blut enthält zwischen 4.000 und 11.000 davon. Leukozyten arbeiten wie Sicherheitspersonal, das Blut, Gewebe und Organe ständig auf verdächtige Anzeichen untersucht. Dieses System stützt sich hauptsächlich auf sogenannte Antigene. Diese molekularen Spuren auf der Oberfläche von Krankheitserregern und anderen Fremdstoffen verraten die Eindringlinge. Sobald die Leukozyten sie entdecken, dauert es nur wenige Minuten, bis die schützende Immunreaktion des Körpers einsetzt. Die Bedrohungen für den Körper sind vielfältig, weshalb die Immunreaktion flexibel sein muss. Das bedeutet, wir brauchen verschiedene Arten von Leukozyten, um Bedrohungen auf unterschiedliche Art zu bekämpfen. Trotz dieser Vielfalt teilen wir die Leukozyten in zwei große Zellgruppen ein, die einen zweigleisigen Angriff koordinieren. Zunächst lösen Phagozyten die Immunreaktion aus, indem sie Makrophagen und dendritische Zellen ins Blut schicken. Diese zirkulieren und zerstören alle fremden Zellen, auf die sie treffen, und zwar indem sie sie verschlingen. So können die Phagozyten das Antigen auf den Eindringlingen identifizieren und diese Information an die zweite große Zellgruppe, die die Abwehr organisiert, weitergeben, die Lymphozyten. Eine Gruppe von Lymphozyten, die T-Zellen, macht sich auf die Suche nach infizierten Körperzellen und tötet sie schnell ab. Währenddessen nutzen B-Zellen und T-Helferzellen die Antigeninformationen und beginnen mit der Produktion von speziellen Proteinen, den Antikörpern. Die Krönung des Ganzen: Für jedes Antigen gibt es einen spezifischen Antikörper, der sich wie ein Schloss daran klammert und die eindringenden Zellen zerstört. B-Zellen können Millionen dieser Antikörper produzieren, die dann durch den Körper wandern und Eindringlinge angreifen, bis die Gefahr gebannt ist. Dabei sind altbekannte Symptome wie hohe Temperatur und Schwellungen in Wirklichkeit Prozesse, die die Immunreaktion unterstützen sollen. Ein warmer Körper macht es Bakterien und Viren schwerer, sich zu vermehren und auszubreiten, weil sie temperaturempfindlich sind. Und geschädigte Körperzellen setzen Chemikalien frei, die Flüssigkeit ins umliegende Gewebe austreten lassen und Schwellungen verursachen. Dadurch werden Phagozyten angelockt, die die Eindringlinge und die geschädigten Zellen verschlingen. In der Regel eliminiert eine Immunreaktion eine Bedrohung innerhalb weniger Tage. Sie kann zwar nicht immer verhindern, dass man krank wird, aber das ist doch nicht ihre Aufgabe. Eigentlich soll sie verhindern, dass eine Bedrohung auf ein gefährliches Maß heranwächst. Die permanente Überwachung beschert dem Immunsystem auch noch einen weiteren Vorteil. Sie hilft uns, eine langfristige Immunität zu entwickeln. Wenn B- und T-Zellen Antigene identifizieren, können sie diese Informationen nutzen, um Eindringlinge in Zukunft zu erkennen. Taucht eine Bedrohung erneut auf, haben die Zellen die richtigen Antikörper zur Bekämpfung parat, bevor mehr Zellen geschädigt werden. So entwickelt man eine Immunität gegen Krankheiten wie Windpocken. Das funktioniert aber nicht immer gut. Manche Menschen leiden an Autoimmunkrankheiten, bei denen das Immunsystem dazu verleitet wird, völlig gesunde Zellen anzugreifen. Niemand kennt die genauen Ursachen dafür, aber bei diesen Störungen wird das Immunsystem in unterschiedlichem Ausmaß beeinträchtigt, was zu Problemen wie Arthritis, Diabetes Typ 1 und Multipler Sklerose führt. Bei den meisten Menschen wehrt ein gesundes Immunsystem jedoch im Laufe des Lebens schätzungsweise 300 Erkältungen und unzählige andere potenzielle Infektionen erfolgreich ab. Ohne es würden diese schnell viel gefährlicher werden. Wenn du dich also das nächste Mal erkältest oder dich ein Mückenstich juckt, denke an das Immunsystem. Wir verdanken ihm unser Leben.
Hast du manchmal das Gefühl, nicht genug über deinen eigenen Körper zu wissen? Abonniere diesen Kanal und erfahre alles über Haarausfall, Muskelwachstum und die Frage, warum wir an so vielen zufälligen Stellen Haare haben. Bleib neugierig, bleib informiert.